Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um die Kaffeekultur in Kuba gehen und am Ende wartet noch eine kleine Überraschung auf euch. Also auf jeden Fall dranbleiben. Kurz zu mir, ich trinke ganz gerne Kaffee, aber trinke tatsächlich nicht jeden Tag einen Kaffee. Ich kann jetzt auch nicht beschreiben bzw. bestimmen, ob der Kaffee besonders mild ist, wie würzig das Aroma ist oder wie hoch der Säuregehalt ist. Ich kann nur sagen, schmeckt mir der Kaffee oder schmeckt er mir nicht. So viel erstmal zu mir. Kommen wir nun zum Kaffee in Kuba. Dieser wurde damals von französischen Kaffeebauern, als diese von Haiti fliehen mussten, nach Kuba gebracht. Die Erde in Kuba ist sehr nährstoffreich, weswegen die Bohne sehr gut wächst. Es wird jedoch nicht ausreichend Kaffee produziert, weswegen Kuba nicht mal seinen eigenen Bedarf decken kann. Original kubanischer Kaffee ist also alles andere als ein Massenprodukt. Dennoch gehört der kubanische Kaffee zu den beliebtesten karibischen Sorten weltweit. Die Kubaner mögen ihren Kaffee sehr süß und sehr stark. Bekanntheit sollte der Cafecito haben. Der kleine Kaffee ist genau das, sehr süß und sehr stark. Ja, schon beim Aufbrühen wird nicht wenig Zucker beigemischt. Aber genau den gibt es morgens nach dem Aufstehen oder am Nachmittag oder auch einfach mal so zwischendurch. Einfach lecker. Neben dem Cafecito gibt es noch den Cortadito. Das ist ein Espresso mit Milch im Verhältnis von ja, ca. 1:3 oder 3:1 besser gesagt. Und Kaffee con Leche kennt man natürlich auch. Also ja, der klassische Milchkaffee. Die unangefochtene Nummer 1 bleibt aber der Cafecito. Die bekanntesten Kaffeemarken sind Cubita, Serrano, Turquino und Estrella del Norte. Auf der Seite gourmetminister.de habe ich eine Übersicht gefunden, um ja auch was zum Geschmack sagen zu können. Der Turquino wird im Nordosten angebaut. Der Geschmack wird mit kräftig, nussig, Rosinen und Tabak beschrieben, mit der Besonderheit, ein rauchiges Aroma zu haben und nach kubanischen Zigarren zu erinnern. Der Cubita wird im Nordosten angebaut. Der Geschmack wird mit mild, ja, verschiedene Gewürznoten und Nuss beschrieben. Das ist der mildeste kubanische Kaffee. Der Serrano wird im Südwesten angebaut. Der Geschmack ist karamellig mit sanften Nachgeschmack beschrieben. Das soll die ja, bevorzugte Sorte für Kaffee con Leche sein. Und dann noch Estrella del Norte wird lustigerweise südwestlich angebaut. Der Geschmack wird mit kräftig, schokoladig, nussig und vollmundig beschrieben. Die Besonderheit hier, dass der Reifungsprozess besonders langsam ist. Gut, in der Übersicht stand Südwesten, aber in Klammern Sierra Maestra. Diese befindet sich jedoch im Osten oder man sagt oder man meint vielleicht damit südwestlich von der Sierra Maestra. Das kann sein. Auch Turquino ist falsch geschrieben. Ich gebe also an dieser Stelle keine Gewähr auf Richtigkeit dieser beschriebenen Dinge in der Übersicht. Ich für meinen Teil mag den kubanischen Kaffee sehr und finde es sehr schade, dass man diesen in Deutschland so schwer bekommt. Umso mehr schätze ich den Kaffee aber, wenn ich in Kuba bin. Schon im letzten Video habe ich euch etwas angekündigt und ja, nun kommen wir dazu. Das heutige Video hatte das Thema Kaffee und das nicht ohne Grund, denn hier habe ich was für euch. Ich werde original kubanischen Kaffee verlosen. Ich habe Cubita und Olla. Ich verlose an insgesamt 3 Personen den Kaffee. Der erste Platz bekommt zweimal Cubita und einmal Olla. Der zweite Platz einmal Cubita, einmal Olla und der dritte Platz bekommt einmal Olla. Was müsst ihr tun? Im Grunde das, was ihr immer macht. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und kommentiert, welchen kubanischen Kaffee ihr am liebsten habt. Dann geht ihr auf das Video vom 16.06. und schreibt dort Sorteo in den Kommentaren. Und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Also nochmal zusammengefasst, ein Like und ein Kommentar auf das aktuelle Video hier und ein Kommentar in das letzte Video. Das Gewinnspiel wird dann im Video am 4.7., also 4. Juli aufgelöst. Viel Glück!